Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch recht herzlich zum Teil 2 des Begadi HPA-Systems begrüßen und heute speziell für Technik-Nerds. Denn im ersten Teil haben wir uns bereits die Knifte ein bisschen angeschaut, haben ein paar Schüsse durchgeblasen. Ich habe euch alles erzählt mit diesen Regulatoren, dass es auch CO2-kompatibel ist. Und Pipapo haben wir alle schon durchgekaut. Heute werden wir mal so diese Engines mal rausbauen, schauen uns die Engines im Detail an, schauen uns die Qualität an, schauen uns das Material an, schauen uns auch an, oder ich probiere es zumindest, euch zu erklären, wie das vom Zyklus her abläuft, wie das alles ineinander greift und arbeitet da innen drin. Das ist wirklich, ja, muss man erstmal verstehen. Schauen wir uns alles komplett im Detail an. Dementsprechend wird es vermutlich auch wieder eine Stunde lang werden. Macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Also Leute, es geht los, Begadi HPA, und heute der technische Teil. Bedeutet, ich werde euch versuchen, so gut wie möglich das System zu erklären, wie das alles da drin abläuft, wie es konstruiert ist, soweit es mir, wie gesagt, möglich ist. Ich habe im Vorfeld sehr viele E-Mails mit Begadi hin und her geschrieben, habe mir einiges erklären lassen, was ich nicht ganz verstanden habe. Und dementsprechend, wie gesagt, wenn irgendwas vielleicht nicht ganz 100% korrekt ist, wird es vielleicht irgendwann in Zukunft sogar noch einen dritten Teil geben. Aber wie gesagt, ich gebe mir sehr viel Mühe. So, ihr seht jetzt, hier ist erstmal die Gearbox aus der SR25 bzw. aus dieser Mod 25. Die ist noch nicht geöffnet von mir. Das seht ihr auch, da ist auch noch das Garantiesiegel mit drauf. Und ebenfalls habe ich jetzt für dieses Technikvideo auch die P90 nochmal demontiert. Die hatte ich bereits zweimal auseinandergebaut. Und dementsprechend, da ist auch das Siegel bereits weg. Und auch innen drin das Siegel letztendlich dann auf der Engine selbst habe ich auch schon entfernt. Hier müsst ihr halt wieder aufpassen, wenn ihr ein Siegel entfernt, verliert ihr natürlich die Gewährleistung. Ist ja letztendlich überall so, auch bei Gearboxen, bei anderen Herstellern. Siegel weg, keine Gewährleistung. So, wie gesagt, wir werden uns beide Systeme einmal anschauen. Wenn ihr dann euch dafür interessiert, ja, wie sieht es denn dann bei der AK aus oder bei der Nova, bei der normalen V2, die habe ich auch schon geöffnet, sind aber von der technisch eigentlich exakt identisch. Erkläre ich euch später. Denn letztendlich hat Begadi eigentlich eine Engine konstruiert, die in alle Gearboxen reinpasst und dann wiederum für ihre Engine eigentlich nur ein anderes Abzugssystem. Bedeutet, jede Waffe weicht vom Abzugssystem her ein kleines bisschen ab. Der obere Aufbau oder die Engine selbst ist aber immer exakt identisch. So, dementsprechend seht ihr auch hier bei der P90, dass dieser gesamte vordere Block, wo eigentlich dieses Core dran ist oder halt die Switch Assembly dran hängt, dass das eben auch ein komplett CNC gefertigtes Abzugssystem ist hier vorne drin. Seht ihr, das ist extra aus Aluminium, hier ein bisschen Edelstahl, so ein Hebel. Und das ist dann letztendlich so wie eine Art Umlenker, könnt ihr euch das vorstellen. Erkläre ich euch dann im Detail, wenn wir es einmal demontieren. Wie gesagt, Abzugssystem weicht bei jedem Modell ab, ist aber eigentlich zum größten Teil aus Edelstahl gefertigt. Bedeutet, alle mechanischen Abläufe innen drin, wo ihr welche quasi oder wo belastet werden, hier ist überall Edelstahl verbaut. Das seht ihr dann gleich. So, und dann fangen wir erstmal an. Hierbei handelt es sich um ein Closed Bolt System. Bedeutet, die BB wird letztendlich nach dem Schussvorgang direkt wieder in die Hop-Up-Kammer geladen. Also die nächste BB aus dem Magazin. Bedeutet genau andersrum, wie zum Beispiel bei Open-Bolt-Systeme, bei Wolverine zum Beispiel oder auch bei anderen HPA-Systemen. Da habt ihr immer die Nozzle in der hintersten Position. Die nächste Kugel rutscht aus dem Magazin dann quasi davor. Und erst wenn ihr dann abdrückt, schießt die Nozzle nach vorne, drückt gleichzeitig die BB in die Hop-Up-Kammer und feuert umgehend die BB ab. Das Ganze hat einen Nachteil, denn so wie die BB vorne anliegt oder in die Hop-Up-Kammer reingeschossen wird, so wird sie auch abgefeuert. Bedeutet, bei solchen Systemen spielt das Thema Hop-Up und gerade das Alignment von der Unit oder von der Engine in der Gearbox eine sehr, sehr große Rolle. Denn sobald ihr vom Alignment her von der Engine ein kleines bisschen daneben seid, wird die Kugel eben schräg abgefeuert, beziehungsweise
die Luft, die von hinten drückt, drückt schräg und dadurch können eure Hop-Up-Ergebnisse und auch die Flugbahn ziemlich schlecht sein. Also wie gesagt, bei Open-Bolt-Systemen ist das extrem wichtig. Hier ist es wie gesagt ein Closed-Bolt-System, bedeutet die Nozzle steht standardmäßig in der vorderen Position. Wenn ihr dann schießt, wird die Kugel abgefeuert, danach wird die Nozzle zurückgezogen, die nächste Kugel lädt hoch quasi und die Nozzle fährt wieder nach vorne und lädt die Kugel bereits in die Hop-Up-Kammer rein. Und dementsprechend ist es aber bei den Systemen, die ein Open Bolt sind, ein Closed Bolt sind, in der Regel sind diese langsamer wie ein Open Bolt System. Und genau das hat aber Begadi mit ihrer Engine wirklich extrem geil gemacht, denn ihr habt hier absolut null Verzögerung. Bedeutet, auch wenn es ein Closed Bolt System ist, auch wenn es ein mechanisches System ist das System genauso schnell wie ein elektropneumatisches System, wo ihr noch das Ganze über ein Elektroventil quasi steuert, wie zum Beispiel eine Wolverine oder eine P-Star oder sowas. Wie gesagt, müsst ihr euch dann im inneren Bereich anschauen oder zeige ich euch dann im Detail, haben sie extrem geil umgesetzt. So, zunächst aber mal schauen wir uns das Ding zunächst mal ganz kurz mit Druckluft an. Das heißt, wir schließen hier einfach mal ein kleines bisschen, geben hier mal ein kleines bisschen Druck drauf. So, und da ist jetzt, wie viel Bar sind da jetzt gerade drauf? Auch 12 Bar, Maximum. Jawohl, lass knallen das Ding. Wie gesagt, jetzt maximal Druck drauf. Und jetzt habt ihr es vielleicht gerade schon gesehen, sobald der Druck drauf kommt, fährt die Nozzle automatisch in die vordere Position. Seht ihr, die steht jetzt komplett vorne. Bedeutet, jetzt wäre bereits eine Kugel in der Hop-Up-Kammer. Und erst jetzt, wenn ihr abdrückt, werdet ihr, warte mal, vielleicht kann man das vor dem Video sehen, ich muss bloß gucken, dass ich jetzt hier nichts vom Tisch runterschieße. Wenn ihr jetzt abdrückt, seht ihr das? Die Nozzle fährt immer kurz zurück, die nächste Kugel kann nachrutschen, die Nozzle fährt wieder vor und lädt die Kugel bereits einmal in die Hop-Up-Kammer rein. Bedeutet, die Kugel ist immer vorgeladen. Und jetzt habt ihr es eben gerade schon gesehen vom Abzugsverhalten her, über den Abzug, das Ding ist genauso schnell, als würdet ihr jetzt einen Mikrotaster drücken oder eben halt ein Elektroventil öffnen, ein elektropneumatisches System öffnen. Denn Begadi geht hier nicht den Weg, wie zum Beispiel noch Minecraft, soweit mir bekannt ist, noch bei den älteren Systemen, dass der Druck erst irgendwie umgeleitet werden muss, wenn ihr abdrückt und dann fährt das Ganze erst zurück und dann löst sich der Schuss, sondern bei dem Begadi-System steht der Druck direkt vorne an. Bedeutet, sobald ihr den Abzug drückt, vereinfacht ausgedrückt, platzt dann einfach das System vorne auf und die gesamte Druckluft entweicht sofort durch die Nozzle. Ihr habt also keine Verzögerung zwischen Brechen des Schuss oder Ziehen des Abzugs und Lösen des Schuss. Und eben die BB ist bereits vorgeladen und muss nicht auch noch zusätzlich geladen werden. Also dementsprechend mechanisches System, aber brutal schnell. Seht ihr das? Hier ist absolut keine Verzögerung zwischen Abdrücken und der Schuss bricht. Also extrem schnell und ist sogar schneller wie eine SAEG mit einem guten EFCS drin, muss man sagen. Also das haben sie geil gemacht. So, und jetzt möchte ich gleich direkt auf den Abzug eingehen, bevor wir es dann demontieren. Das werde ich euch pro Waffe auch nochmal separat dann in dem anderen Teil nochmal näher bringen. Denn ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, der Abzug bei diesem Begadi HPA-System ist ein bisschen eigentlich an eine Scharfwaffe oder an eine GBB angelehnt. Bedeutet, ihr habt einen extrem kurzen, direkten und schnellen Abzug. So, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Ihr guckt hier in dem Abzug, wir haben kein Spiel drin. Also minimals, vielleicht einen halben Millimeter, wenn überhaupt, oder 0,3 Millimeter. Und dann habt ihr einen unheimlich schönen definierten Druckpunkt. Also wie bei einer GBB, ihr könnt einen Finger hin tun, ihr habt hier einen Druckpunkt. Und das Abzugsgewicht ist jetzt aber auch nicht so hoch, dass ihr da irgendwie reißen müsst, sondern ganz butterweich einfach ziehen. Und dementsprechend könnt ihr halt auch sehr schnell triggern. Denn ihr müsst auch nicht unbedingt den Abzug komplett bis Anschlag hinterdrücken, sondern es langt, wenn ihr den Fitzelchen... Seht ihr das? Ein Fitzelchen drücken und der Schuss bricht sofort. Also Abzug finde ich ebenfalls sehr, sehr geil.
ist aber natürlich auch je nach Waffe anders oder unterschiedlich. So, das machen wir als nächstes. Vielleicht schließen wir mal kurz die andere Gearbox an von der P90. Geben auch hier mal Druck drauf. So, und hier seht ihr eben das andere Abzugssystem. Bedeutet, bei der P90 habt ihr innen drin natürlich diese Stahlstangen, die von vorne vom Abzug bis nach hinten durchgehen. Und die liegen dann hier unten auf diesem kleinen Stahlhebel auf. Und hier habt ihr im Regelfall, wenn die Stahlstange aufliegt, habt ihr auch kein Spiel mehr drin. Bedeutet, auch hier seid ihr direkt an einem Druckpunkt dran. Und wenn ihr dann den Abzug drückt, dann drückt ihr letztendlich, ja, das geht jetzt hier natürlich ohne Abzugstange ein bisschen schwieriger, aber, ach so, geht sogar recht leicht. Seht ihr, ihr lenkt dann quasi die Kraft vom Abzug, lenkt ihr auf diesem Hebel um. Und dann wird es nach innen weitergeleitet und innen drin bricht dann letztendlich wie eine Art Zier, kann man sich das vorstellen, von einer GBB oder von einer Scharfwaffe teilweise. Ist letztendlich vom Abzugssystem fast genauso aufgebaut. Also auch hier ein sehr kurzer und sehr direkter Abzug in dieser P90 HPA. So, und jetzt schrauben wir das ganze Zeug einmal auseinander. So, als erstes schauen wir uns eben mal diese SR25 an, denn diese ist wiederum rein vom Abzugssystem fast identisch wie jetzt eine normale V2 Gearbox. So, ihr seht also hier oben ganz normal die Engine von Begadi drin und da fällt euch zunächst mal auf, was ich persönlich schon wieder sehr, sehr geil finde, diese gesamte Engine ist zu Standard Zylinderheads und eben auch zu Standard AEG-Nosseln kompatibel. Bedeutet auch, wenn ihr euch jetzt mal eine andere Hop-Up-Kammer in eure Knifte reinzimmern wollt oder ein anderes Bucking und dementsprechend vielleicht die Nossellänge minimalst anpassen wollt, dann müsst ihr jetzt nicht extra rumgucken, ob es diese Nossellänge jetzt überhaupt gibt für euer System, sondern ihr nehmt eine stinknormale AEG-Nossel her. Und das finde ich halt schon wieder mega, denn so eine AEG-Nossel, was kosten die Dinger? 4 Euro oder sowas? Zack, andere Nossel rein, fertig. Also hier kann man schon mal sagen, das haben sie geil gemacht, problemlos eben zu AEG-Nosseln kompatibel. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, ja gut, ich möchte vielleicht eine Tight-Fit-Nossel haben oder ich brauche irgendwie eine besondere Länge, ja, nimmt eine ganz normale AEG-Nossel einwandfrei. So, und natürlich der nächste große Vorteil, aufgrund dieses Standardsystems hier vorne konnten sie natürlich auch hergehen und das Ding zu unheimlich vielen Gearboxen kompatibel machen. Bedeutet, hier seht ihr es dann später bei der P90, da haben sie einen ganz normalen Offset-Zylinder-Head drin von der P90 und eine ganz normale Nossel vorne. Genauso wie zum Beispiel, was gibt es noch, zum Beispiel eine SVD, haben sie ja auch im Angebot, SVD T3 müsste das sein, hat ja auch einen speziellen Zylinderhead vorne drin und eine spezielle Nossel. Und auch das konnten sie aufgrund dieses Systems einmal umsetzen. Das finde ich eben gerade für Leute, die, wie gesagt, mal eine Hop-Up-Kammer tauschen, ich finde sowas einfach mega. Das ist deutlich, deutlich benutzerfreundlicher im Vergleich zu anderen Systemen. So, und dann seht ihr auch den nächsten Punkt. Auch hier unten arbeitet das System letztendlich mit einer nicht Standard Tablet Plate, aber mit einer Tablet Plate. Schauen wir uns dann auch im Detail an. Bedeutet, hier haben sie auch je nach Version oder je nach Gearbox haben sie so eine Polyamid Tablet Plate mit Glasfaseranteil. Unheimlich solide, schön robust das Ganze. Und eben für jede Knifte oder für jede Gearbox eben eine Tablet Plate. Da steht sogar unten drauf, hier ist sogar eine V2 drin mit 70 mm. Und dementsprechend auch bei einer V3 ist dann halt V3 drin mit, was stand da bei der AK drauf? Ach, auch irgendwas, ich glaube 72 oder so, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall eben eine spezielle Tabletplate immer für die entsprechende Gearbox. So, und dann könnt ihr euch eben jetzt hier im Detail noch einmal das Abzugssystem anschauen. Das ist eigentlich auch recht geil umgesetzt. Letztendlich nur der Standardabzug, also ganz normal der Originalabzug, wie man auch bei einer AEG letztendlich drin hat. Dann fahren sie hier oben auf dieses Schiebersystem drauf und das ist dann komplett aus Edelstahl alles gefertigt. Also auch innen drin, die Innereien, ist alles komplett aus Edelstahl und wenn ihr dann letztendlich den Abzug drückt, dann habt ihr hier hinten quasi wie so eine Art,
ja, wie eine Art Disconnector bei einer GBB letztendlich. Und wenn ihr den hochdrückt, hakt das System dann aus, es platzt und der Druck entweicht euch umgehend nach vorne über die Nozzle raus. Wie gesagt, unheimlich schnell, gerade schon angesprochen. So, und der nächste Punkt ist dann der Schlauchanschluss. Das Gute, das ist jetzt halt bei dem System nach unten raus, ganz normal verlegt. Habt ihr vielleicht bei der Demontage gerade schon gesehen oder könnt ihr euch schon denken. Ganz normaler Schlauchanschluss, also auch hier nichts Spezielles, dass man irgendwie spezielle ja, Schläuche braucht, die dann irgendwie aufgesteckt werden und dann nochmal irgendwie gesichert werden müssen. Ganz normaler Druckluftanschluss, wie man letztendlich überall bekommt. Und dementsprechend auch zu diesen Standard 6 mm Schläuchen, die man auch aus dem Standard-Industriebereich kennt, natürlich kompatibel das Ganze. Ein weiterer Vorteil, den zeige ich euch jetzt dann gleich, bei der P90 zum Beispiel, haben sie das System so konstruiert, dass sie auch ihren Druckluftanschluss ändern können. Bedeutet, ihr seht hier hinten auf der Engine ist so eine Messingschraube und das ist letztendlich ein zweiter Druckluftanschluss. Bedeutet, entweder geht man mit dem Schlauch von unten hier rein oder aber man tauscht das Ganze um und schraubt das Ding hier hinten rein, dann kann man hinten mit dem Schlauch rausgehen. Also auch das haben sie gut gemacht und dementsprechend können sie ihren Schlauch innen drin, ja, je nach Waffe wahrscheinlich halt hinlegen, wo sie ihn gerade brauchen. Oder vielleicht auch für uns als Spieler interessant, wenn wir jetzt irgendwie vielleicht mal einen anderen Schaft oder sowas installieren oder irgendwas machen und vielleicht die Position des Schlauches ändern möchten und nicht nach unten raus, vielleicht irgendwie hinten irgendwie raus beim Gehäuse oder so. Auch das wäre dann eben möglich. Einfach das Ding da hinten reinschrauben und einen Schlauch nach hinten rausziehen. Also auch hier mitgedacht und finde ich ja flexibel konstruiert. So, dann nehmen wir die Engine mal kurz raus. Da muss jetzt mal der Abzug kurz weg. Und dann liegt die letztendlich auch ganz normal wie ein Zylinder, kann man eigentlich sagen. Einmal da drin. So, jetzt machen wir mal bloß den Schlauch noch weg, weil sonst komme ich da unten nicht raus. Ganz normal einmal draufdrücken, Schlauch hier rausziehen. So, dann ist der Schlauch weg. Und das ist letztendlich dann so die Hauptengine, kann man eigentlich sagen. Hier noch eine kleine Besonderheit. Das ist jetzt hier eine SR25, bedeutet rein theoretisch, ja, oder was heißt rein theoretisch, länger wie eine normale V2-Gearbox. Und das haben sie eigentlich recht simpel gemacht. Sie knallen einfach hier hinten so eine Art, ja, so einen CNC-gefrästen Spacer-Ring einfach drauf. Seht ihr? Der fällt auch nicht nach hinten runter, der wird da hinten nochmal irgendwie gehalten über diesen Schlauchanschluss. Und damit gleichen sie letztendlich einfach nur die Länge aus. Ist auch gut gemacht, denn dementsprechend konnten sie eine handelsübliche oder Standard-Tablet-Plate unten dagegen knallen. Und wie gesagt, bei der Nova, bei der Standard V2, die ich auseinandergebaut hatte, da war eben dieser Ring logischerweise nicht vorhanden. Also der ist jetzt hier, seht ihr, das steht da sogar drauf, wartet mal, hier unten steht sogar drauf, HPA SR25. Also das ist ein spezielles Teil eben für die SR25, dieser Abstandshalter für die Engine. Und ihr seht aber auch hier, wie passgenau das Ganze schon mal gefertigt ist. Bedeutet, ja, den kann man hin und her schieben, aber man kann ihn jetzt nicht irgendwie drehen oder sowas. Also hier schon mal von der Passgenauigkeit, ja, wirklich gut umgesetzt. So, dann die Tablet Plate, die kann man ganz easy und einfach nach unten einmal abziehen. Seht ihr, ganz normale Tablet Plate, wie man es auch aus dem AEG-Bereich kennt. Gutes Material, extrem hart. Passt mal auf, schaut mal, ich probiere das mal zu biegen. Also hier ist deutlich mehr Glasfaseranteil drin, wie bei manch anderen Tablet Plates, vielleicht 40% oder sowas. Also unheimlich solide Tablet Plate, muss man sagen, auch schön gerade, kein Problem irgendwie, dass sie krumm ist oder so. Einmal ein Pfiffi. So, und wie gesagt, die wird einfach nur hier unten in so eine Art Kolben hier unten reingesteckt und vorne dann mit der Nozzle letztendlich verbunden. Und dann sitzt die Nozzle komplett bündig, hinten schön perfekt an der Kante vom Zylinder oder von der Engine. Hier perfekt einmal dran, also auch hier kein Spiel und die Nozzle wird entsprechend vollständig zurückgezogen. Wenn sich dann der Druck aufbaut innen drin, dann wird dieser Kolben da innen drin nach vorne gepresst und nimmt dann letztendlich, seht ihr, die Nozzle mit. Hier ist mir aber auch aufgefallen, wenn das zeige ich euch später, weil so wäre es ja dumm, jetzt nehmen wir mal an, das wäre vorne, jetzt entweicht die Luft, dann würde ja die Nozzle sofort wieder nach hinten fahren. Dann würden wir ja mehr Luft quasi in die Hop-Up-Kammer blasen, wie in den Lauf. Entsprechend hat aber die Tablet Plate hier unten in dieser Führung von diesem Kolben, hat die Spiel. Also da sind locker vielleicht, keine Ahnung, 3 mm Luft drin.
Bedeutet, erst wenn der Druck innen drin vollständig entwichen ist, kann diese Feder die Nozzle wieder nach hinten nehmen, damit man eben keine Luft letztendlich von der Effizienz her ja, verliert oder unnötig in die Hop-Up-Kammer reinbläst. Wie gesagt, zeige ich euch dann später. Und eben hier vorne, wie gesagt, Standard Nozzle drauf. Das ist jetzt hier bei der SA25 24,3 mm. Ganz normale Bugatti Nozzle mit 2 O-Ringen. Läuft sauber, passt einwandfrei. Und sie haben eben hier ihren Standard Bugatti Zylinderhead einmal drin. Der sitzt auch sehr press drin mit diesem, mit einem Sorbo-Pad hinten. Also ganz normales AEG-System, wie man es kennt und wie man einfach überall und günstig herbekommt, muss man sagen. So, jetzt zur Engine. Jetzt nehmen wir das Ding mal auseinander. Jetzt muss ich erstmal wieder dieses Ding da wegpobeln. Diesen Aufkleber hier. Schauen wir mal, ob ich ihn diesmal schöner wegbekomme. Das war bei der P90, war das grausam. Ach, der geht genauso beschissen. Entschuldigung. Ich ziehe ihn jetzt einfach mal ab. So, und jetzt grubbel ich einfach das restliche Zeug da einmal runter. So, jetzt da. Das ging bei der Engine sogar leichter wie bei der P90. Bedeutet abgezogen, ein bisschen mit dem Schraubendreher oder mit dem Messer den Aufkleber ein bisschen runterkratzen. Dann könnt ihr einfach mit dem Lappen ein bisschen drüber wischen. Dann bekommt ihr den problemlos einmal weg. Aber natürlich, wie am Anfang schon angesprochen, halt aufpassen. Ist da letztendlich wegen der Gewährleistung. Bedeutet, wenn ihr den Aufkleber halt wegmacht, so wie ich, habt ihr halt keine Gewährleistung mehr. Na, wie gesagt, mir ist sowas immer relativ egal. Ich mache mein Zeug selber. Hier können wir vielleicht gleich ansprechen, wenn ich gerade auf den Punkt Gewährleistung komme. Was ihr auch seht oder was mir auch aufgefallen ist, hier stehen überall so Nummern drauf. Bedeutet auch hier unten, wenn ihr mal guckt, bei dem Aluteil hier, HPA 10, hier eben HPA SR 2501, HPA 03, also jedes Bauteil, auch hier hinten seht ihr auf dem schwarzen Teil HPA 06, bedeutet jedes Bauteil ist hier mit einer Nummer letztendlich versehen. Und wenn ihr dann irgendwann mal selber was dran macht und ihr braucht irgendwie ein Teil, weil es irgendwann halt vielleicht mal verschlissen ist oder keine Ahnung, dann könnt ihr direkt gucken, alles klar, das ist Teilnummer HPA 10, schreibt Bugatti hier, ich brauche so ein Ersatzteil, fertig. Und dann wisst ihr sofort, um was es geht oder welches Teil ihr braucht. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Man muss also nicht extra jetzt hier irgendwie in eine Explosionszeichnung reingucken, braucht eine Teileliste, muss dann gucken, wo ist das Teil, was ich brauche. Nee, steht direkt bei jedem Teil einmal drauf. Also mitgedacht, finde ich klasse. So, dann machen wir weiter mit der Demontage. Den Ring können wir eigentlich drauf lassen, oder? Na, machen wir ihn weg. Bedeutet, wir entfernen erstmal hier hinten diesen Druckluftanschluss. Die hintere Schraube, die könnt ihr drin lassen, die braucht ihr nicht. Und die ist auch bei beiden Gearbox-Versionen, also auch bei der P90, ist die gesichert. Also da ist ein kleines bisschen Schraubensicherung drauf. Wenn ihr die lösen wollt, müsst ihr die Schraube ganz leicht ein bisschen erwärmen. Ist aber keine hochfeste oder sowas. Einfach ein bisschen warm machen, dann könnt ihr es einfach wegschrauben. Also bei der P90 ging das mega einfach. So, aber ich möchte auf jeden Fall mal den Druckluftanschluss wegschrauben, damit ich hier diesen SR25 Ring da oder diesen Spacer Ring runterbekomme. Bedeutet, der hier muss einmal weg bei mir. So, auch dieser ist ein kleines bisschen gesichert, geht aber mit einer Zange super einfach. Also ihr braucht jetzt hier auch nicht mal irgendwie Hitze oder sowas, sondern einfach mit einer Zange ein bisschen lösen. Wenn ihr einen Gabelschlüssel habt, dann nehmt ihr halt einen Gabelschlüssel. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach die Zange. Ja, hier seht ihr, da war ein kleiner Tropfen irgendwie Schraubensicherung oder sowas drauf. War aber sehr, sehr einfach zum Lösen. Also kein Problem. So, also Druckluftanschluss weg und dann hier ziehen wir hier mal diesen Ring runter. Und wie gesagt, der ist nur bei der SR25 drauf. Eine normale V2 oder V3 Gearbox hat diesen eben nicht drauf. So, und dann können wir im vorderen Bereich weitermachen. Ich nenne das jetzt vorne mal vielleicht Zylinderhead oder sowas. Bedeutet, den schrauben wir auch einmal ab und der wird nochmal mit so einem, jetzt geht er leicht, der wird nochmal mit so einem O-Ring hier vorne ein bisschen gesichert. Bedeutet, ihr habt es gerade gemerkt, der erste Millimeter geht ein kleines bisschen straffer, braucht ein bisschen Kraft. Sobald der O-Ring aber draußen ist, geht es mega leicht. Bedeutet, auch hier vorne wird das Ganze vielleicht nochmal gesichert oder gehalten, damit sich das halt nicht irgendwie öffnen kann oder sowas. Wie gesagt, mit einem kleinen O-Ring. So, dann ziehen wir das ganze vordere drum mal raus. Und da ist bereits eine Art Dichtung drin und so eine kleine Stahlscheibe.
erkläre ich euch dann später vielleicht, was, ja, wie das funktioniert, wenn ich das verstehe. So, dann haben wir hier im inneren Bereich haben wir noch eine ziemlich straffe Feder und die Feder ist dann letztendlich später für die Tappet Plate und sozusagen auch für die Nozzle zuständig. Diese hier, die ist ja einfach innen drin einmal, ja, die läuft auf so einem, wie auf so einer Art Kolben oder auf so einem Zapfen oder was das ist da drin. So, jetzt da denkt ihr euch, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Man könnte jetzt hier unten einmal dieses innere Kunststoffteil rausmachen. Ich nenne es jetzt vielleicht ja Kolben oder Pisten vielleicht. Bedeutet das Teil hier. Das ist aus POM gefertigt, hat auch ein O-Ring hinten drauf und ihr seht auch alles ja, ordentlich geschmiert, nichts irgendwie trocken oder sowas. So, den könnt ihr noch rausnehmen und weiter geht's erstmal nicht. Bedeutet, alles andere bleibt in der Engine erstmal fix drinnen und ja, letztendlich drin. So, bedeutet auch, wenn wir hier drücken, seht ihr, das ist auch hier innen drin, dieses lange Rohr ist letztendlich gefedert, aber das bekommt man nicht raus. Denn das wiederum ist verbunden mit dem Edelstahl-Sier hier hinten in dem Abzugssystem drin. Bedeutet, um weiterzukommen, müssen wir das Abzugssystem demontieren. Da brauchen wir jetzt erstmal für diese beiden Schräubchen einen 1,3 mm Inbus. So einen habe ich natürlich nicht da, aber ich habe irgendeinen gefeilten rumliegen. So, das müsste der hier sein. Das war mal ein 1,5er, jetzt ist es halt ein 1,3er. Genau, der passt. So, dann nehmen wir mal diese beiden Edelstahlschräubchen da raus. Eine hier und eine hier. So, und dann können wir die Abdeckung normalerweise aufmachen. Glaube ich zumindest. Na, die ging doch bei der P90 auf. Warum hängt denn die so? Also ach, okay, gut, die hat sich bloß ein bisschen wegen am Fett wahrscheinlich verklebt. So, hier einfach diese Abdeckung oder dieses Gehäuse einmal öffnen. Seht ihr, auch hier ist ordentlich Fett einmal drin in dem Teil. So, und jetzt könnt ihr diese ganzen Edelstahlteile mal rausnehmen. Das Teil, das liegt übrigens nur drin. Warte, zeige ich euch gleich. Ich nehme erstmal das gefederte Teil hier raus. Das springt mir vielleicht sonst raus. So, das Teil hier liegt hier unten nur drin. Das ist letztendlich dieses Edelstahlteil, welches ihr über den Abzug hin und her bewegt. Und ihr seht, das läuft da innen drin butterweich. Und dementsprechend, wie vorhin schon angesprochen, den Abzug haben sie geil gemacht. Gefällt mir. Also hier unten dieser Schieber. Und der ist eben auch wieder unterschiedlich, je nach Modell. Bedeutet, bei der AK ist der anders. Da war das Teil nach vorne länger und da war da oben auch nochmal so eine Feder mit drauf. Bei der P90 zeige ich ihn euch dann und bei der Nova oder bei der V2 sah er eigentlich ähnlich aus, aber dieses Teil hier, also diese Aufnahme für den Abzug, war ein bisschen weiter vorne. Der Rest hier innen drin, also das ganze innere Zeug hier, das ist dann wiederum letztendlich alles exakt identisch. Also egal, ob ihr die P90 aufmacht, ob ihr die AK aufmacht, ist alles exakt gleich. So, und das ist letztendlich wie eine Art Trigger-Sear. Bedeutet, das Teil wird über so eine kleine Feder immer ein kleines nach oben gedrückt. Wenn ihr dann letztendlich euren Abzug bewegt, dann hakt dieses Teil hier, also das ist alles aus Edelstahl, dann hakt dieses Teil hier von diesem Sear aus. Wartet mal, ich versuche euch das mal zu demonstrieren. Geht es so? Ja, genau so, guckt mal. So hakt das Ganze hier quasi ein. Und wenn ich das jetzt aber nach oben drücke, dann hakt es aus, der Sear, seht ihr? Und dann bricht der Schuss. Also eigentlich ähnlich wie bei einer Scharfwaffe oder bei einer GBB. Also auch hier quasi so eine Haltefläche. Das ist dann letztendlich auch euer Druckpunkt. Und sobald ihr eben ein kleines bisschen den Finger nach hinten drückt, dann habt ihr gerade gesehen, ihr braucht hier sehr wenig Weg, damit es eben dann aushaken kann und der Schuss brechen kann. So, das Teil nehmen wir eben auch mal raus. So, und jetzt da hängt eben das innere Zeug hängt jetzt hier noch an an dem Teil oder an dem Sear. Nennen wir es mal Sear, vielleicht an dem Teil hier hängt es noch. Bedeutet, den müssen wir rausmachen. Damit wir den rausbekommen, müssen wir aber den Stahlpin, der hier einmal durch das Gehäuse durchgeht, den müssen wir einmal rausdrücken. Ach Gott, da ist auch nochmal ein Aufkleber. Egal, klopfen wir durch.
So, jetzt haben wir quasi den Stahlpin einmal gelöst und jetzt können wir nämlich den hier nach unten ziehen und einmal rausnehmen, das Stahlteil hier. So, wie gesagt, das müsste das hier dann letztendlich sein. Legen wir uns auf die Seite und jetzt ist nämlich auch das ganze innere Zeug alles lose. Bedeutet, wir können diesen ganzen, diese Kolbenstange da rausnehmen, da innen drin. Und wenn wir hier die Schraube noch lösen, können wir ebenfalls das Edelstahlventil hinten rausziehen. Ach, da ist noch eine kleine Feder drin, die sollte man nicht verlieren. Die sitzt ganz, ganz hinten im Ventil drin und auf dieser Kolbenstange hinten drauf. Quasi so. So, lege ich mir mal auf die Seite. So, zerlegen wir es noch weiter. Ich würde sagen, ja, jetzt muss die Schraube raus und die Schraube raus. Aber auch diese sind oder waren zumindest bei der P90 verklebt. Schauen wir mal, ob sie hier auch, ja, sind auch leicht verklebt, aber das geht. Bedeutet, hier ist eine kleine Schraube drin. So, wenn wir die gelöst haben, können wir das Gehäuse hier aus dem Zylinder entnehmen. Das wird hier in den Zylinder quasi reingeschoben wie eine Art Nut- und Federsystem und dann abgesenkt und hier hinten dann im Edelstahl innen drin verschraubt. Also hier ist quasi das Gewinde, das seht ihr dann, ist jetzt hier nicht in dem Alu, oder vielleicht könnt ihr das vielleicht im Video schon erkennen, sondern das ist einfach nur ein kleines Loch im Alu und das Gewinde selbst ist dann letztendlich im Edelstahl innen drin im Ventil sozusagen. Dementsprechend gut umgesetzt, finde ich, denn natürlich, wenn sich der Druck aufbaut, habt ihr gerade gesehen, dann geht der Druck natürlich auf diesen Edelstahl hier drauf. Und damit natürlich nicht das ganze Gehäuse irgendwie weggedrückt werden kann, wird es eben hier innen drin fixiert und eben auch über ein Stahlgewinde und nicht nur über ein Alugewinde oder so. So, und eben auch die Schraube muss weg. Und bei den Schrauben müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das ist mir bei der P90, habe ich das gemerkt. Lass mich mal die noch rausmachen. Bei der P90 habe ich das gesehen, da müssten, genau hier ist es auch so, da ist jeweils immer ein O-Ring mit drin. Bedeutet, unter der Schraube, damit hier die Luft nicht raus kann, ist hier ein kleiner O-Ring drin und ebenfalls unter der Schraube, ach, hier seht ihr das, seht ihr sogar, auch hier ist ein kleiner O-Ring mit drin. Damit eben die Luft da nicht irgendwie über das Loch oder so abblasen kann. Und Begati klebt die Schrauben mit einer mittelfesten Schraubensicherung, kann man hier sehen, eben so eine blaue ist da drauf. Würde ich gegebenenfalls auch wieder machen. Also es wird schon irgendeinen Grund haben, warum sie die Schrauben ja letztendlich sichern. Okay, so und jetzt da wird's witzig, denn jetzt denkt man sich, okay, wie ist denn das verbunden? Das ziehe ich nach hinten raus. Nee, das schiebt ihr komplett durch den ganzen Zylinder durch. Denn der gesamte Zylinder hat innen drin nur im hinteren Bereich eine kleine Kerbe letztendlich, wo das Ganze arretiert. Kann man das vielleicht ein bisschen erkennen? Bedeutet, die haben echt den ganzen Zylinder letztendlich auf der Drehbank bis nach hinten durch entfernt, damit sie hier hinten so eine kleine Kerbe drin haben. Aber okay, gut, das ist jetzt letztlich der Hauptzylinder, nenne ich es jetzt einfach mal. Auch hier innen drin sauber, alles ordentlich. Seht ihr? Schön aufpoliert, keine Kratzer, keine Macken oder sowas drin. Das passt soweit. So, und hier ist jetzt eben in dem hinteren Teil ist jetzt noch so ein Ventil drin oder eine Art Ventil. Und das können wir jetzt normalerweise, genau, und das können wir jetzt nach vorne rausdrücken. So. Ach, seht ihr, da vorne kommt schon raus. Kann ich das irgendwie packen? Jetzt da. So, und raus damit. So, wie gesagt, Ventil, auch Edelstahl, sitzt hier hinten in diesem Körper einmal drin. So, somit wäre das ganze System einmal demontiert. Ihr habt es gesehen, auch ich tue mich natürlich noch ein bisschen schwer damit, denn ich habe jetzt, wie gesagt, die P90 habe ich jetzt zweimal auseinandergebaut gehabt. Einmal die AK und einmal die Nova, die V2. Und wie gesagt, wenn man das öfters macht, dann bekommt man da schon ein bisschen Routine. Und dementsprechend machen wir jetzt mal Funktion von diesem HPA-System. Beginnen wir letztendlich hinten an der Engine, also da, wo der Druck oder die Luft letztendlich ankommt, arbeiten wir uns nach vorne durch und sprechen ebenfalls über die Qualität der einzelnen Bauteile von dieser HPA-Engine. Fangen wir mal hinten an. Das nennt sich Vordruckkammer, also das schwarze Teil, was hinten rauskommt. Und da habt ihr eben gerade gesehen, in dieser Vordruckkammer sitzt dieses Edelstahlventil drin.
So, bedeutet, der Druck geht entweder hier unten rein oder eben hier hinten. Das kann man eben umschrauben, entweder hier zumachen mit der Schraube und den Druckanschluss eben hinten dagegen schrauben oder eben hier unten reinschrauben, so wie es jetzt eben standardmäßig war. Dann geht halt der Druck hier unten rein oder hier hinten, je nachdem, wo man eben den Schlauch haben möchte. So, hier geht der Druck rein. Das hier ist aus Alu gefertigt, das müsste 7075 sein. Das ist von der Qualität her super und ihr habt es auch vorhin schon gesehen, beim Demontieren, das Ganze steckt dann so rum in dem Zylinder drin, hat 2 Ohrringe hinten drauf und sitzt von der Passgenauigkeit hervorragend. Ich stecke es jetzt einfach mal falsch rum rein, aber so kann man eben sehen, guckt mal, das sitzt richtig sauber drin. Also selbst wenn das hier drin sitzt, nur über die Ohrringe kann es nicht irgendwie rumwackeln und wird dann eben durch den Druck, der sich dann im Inneren aufbaut, wird die Kante hier hinten nochmal zusätzlich gegen die Kante dagegen gedrückt und dann ergibt es eine steife und feste Einheit. Also das kann dann nicht irgendwie so hin und her wackeln oder sowas. Wie gesagt, 2 Ohrringe für die Abdichtung, Qualität hervorragend, auch hier innen drin sieht man nicht irgendwie Späne oder kein Grat hier unten bei dem Durchgang. Nee, nix. Also wunderschön auch innen drin, alles schön sauber und ordentlich gefertigt. Das ist schon mal in Ordnung, würde ich sagen. So, dann haben wir eben hier das Ventil und das ist wie gesagt aus Edelstahl und ziemlich abgespaced, muss ich sagen. Auch hier seht ihr übrigens nochmal Nummer drauf. Also Ventil ist Nummer 11 oder Bauteil Nummer 11 letztendlich. Das ist dann Nummer 6. So, und das habt ihr gerade gesehen bei der Demontage. Der sitzt hier innen drin in diesem Aluminium oder in der Vordruckkammer sozusagen ganz hinten drin. Bedeutet hier, wo dieser kleine Durchgang ist oder diese kleine Öffnung, sitzt dann letztendlich hier unten dieses Edelstahlgewinde und gleichzeitig auf der oberen Seite ist dann hier hinten letztendlich auch das Gewinde, was dann von oben verschraubt wird. So, und wiederum, wenn man sich das innen drin anschaut, das Ganze wird nach hinten enger vom Durchmesser und dementsprechend ist es hier auch abgesenkt. Bedeutet, diese Fläche hier sitzt dann letztendlich komplett plan und bündig unter diesem Loch hier. Bedeutet, auch hier schraubt ihr wiederum diese Edelstahlschraube oder dieses kleine Schräubchen nicht irgendwie hier hinten in das Alu rein, sondern ihr verschraubt sozusagen im inneren Bereich das Ventil aus Edelstahl. Und dann sitzt das Ganze komplett ausgerichtet und gerade da innen drin. So, und jetzt seht ihr aber, das Ganze sitzt eben nicht komplett hinten, sondern da hinten ist ein kleines bisschen Luft vorhanden und dementsprechend eben die Vordruckkammer. Bedeutet, eure Luft oder euer Druck sammelt sich hier hinten, wird gespeichert, kann aber gleichzeitig hier innen drin oder hier hinten entlang fließen sozusagen auf beiden Seiten, hier seitlich vorbei und dann hier zu diesen ganz, ganz vielen kleinen Löchern. Bedeutet aber auch wieder, hier hinten wird bereits für den nächsten Schuss wird bereits die Luft oder der Druck vorbereitet sozusagen. Kommen wir dann gleich nochmal. Also merkt euch einfach mal, ihr habt eine Vordruckkammer, wo für den nächsten Schuss bereits die Luft oder der Druck vorbereitet werden muss. Also es muss nicht erst der ganze Druck entnommen werden wieder aus dem Schlauch, sondern es wird hier hinten drin einfach sozusagen vorgespeichert. So, dann sitzt das Ganze, wie gesagt, hier innen drin. Da ist auch nochmal ein O-Ring in der Nut drin, damit das Ganze vielleicht nach vorne abdichtet. Sitzt auch hier übrigens sehr, sehr sauber drin. Können wir uns mal kurz anschauen. Nochmal, habt ihr aber bei der Demontage schon gesehen. Doch, so rum gehört's. Sobald der O-Ring kommt, der wird hier richtig schön reingedrückt, damit er ordentlich abdichtet. Und dann wird das Ganze einfach komplett nach hinten reingeschoben und hier unten ein bisschen ausgerichtet, damit dieser Durchgang hier für den Sear letztendlich offen bleibt. Und auch hier seht ihr, das ist komplett plan und bündig. Also hier ist kein Versatz. Das Gewinde passt perfekt und auch das obere Gewinde passt ebenfalls perfekt. So, jetzt muss ich es aber noch mal rausdrücken, das Ding, ne? So, jetzt da. Okay, also Vordruckkammer. Jetzt hat man eben hier dieses Edelstahlventil und in diesem Edelstahlventil wiederum, seht ihr, das ist innen drin übrigens auch natürlich komplett hohl, also ist auch ein großes Loch letztendlich vorhanden. Und diese kleinen Löcher, die gehen eben komplett einmal außen rum und nach innen rein. Im inneren Bereich läuft diese Kolbenstange sozusagen mit den ganzen O-Ringen drauf. Bedeutet, hier hinten sind 2 O-Ringe, hier ist ein bisschen ein größerer O-Ring und hier vorne ist noch ein O-Ring drauf. Das sind 2 Bauteile.
Hier vorne, das hier ist aus Alu gefertigt, also genauso wie letztendlich diese Vordruckkammer hier hinten. Müsste auch 7075 sein. Und das hintere ist wieder komplett aus Edelstahl gefertigt. So, und das Teil läuft eben hier einmal drin und hat im hinteren Bereich noch diese Feder drauf. Die ist relativ straff. Die sitzt also hier hinten, ganz hinten in dem Ventil drin. Und da sitzt dann letztendlich diese Stange drauf oder diese Kolbenstange drauf. Bedeutet, die kann hier hin und her federn. Und das läuft einfach wunderbar, problemlos, schön smooth das Ganze, hakt nicht, kratzt nicht, perfekt. So, und jetzt könnt ihr euch aber denken, wie das Ganze abläuft schon. Denn hier sind 2 Ohrringe drauf. Im Regelfall sitzt das Teil ungefähr, na, wo sitzt denn das? Ja, ungefähr so sitzt sie. Bedeutet, in diesem Zustand, also wenn diese Kolbenstange quasi vorne ist, kann der vorbereitete Druck über diese Löcher ins Ventil hineinströmen, drückt quasi die Stange nach vorne und fließt dann wiederum hier hinten durch dieses kleine Loch ins Innere rein von dieser Kolbenstange und sammelt sich dann im inneren Bereich. So, bedeutet gleichzeitig, wenn das Ding dann so drin sitzt und später der Schuss sich löst, dann wird das über den anstehenden Druck nach hinten katapultiert. Bedeutet, diese Fläche hier geht nach hinten, die Löcher werden verschlossen, bedeutet, es kann letztendlich kein Druck mehr nachfließen oder keine Luft mehr. Bedeutet, von außen kann bereits wieder die nächste Luft oder der nächste Druck vorbereitet werden. Und gleichzeitig habt ihr hier so ganz kleine Löcher und vorne 4 große Löcher außenrum. So, für was sind die zuständig? Versuche ich auch mal euch irgendwie näher zu bringen. Jetzt muss ich bloß mal noch mal ganz kurz gucken. Genau, das ist der Piston. Also hier habt ihr diese kleinen Löcher. So, und jetzt habt ihr vorhin bei der Demontage vielleicht diesen schwarzen, das Teil hier gesehen. Und das ist eben der Piston. Und der läuft hier auch auf einem O-Ring. Auch der von der Passgenauigkeit. Hervorragend, schön smooth, schön leichtgängig. Gleitet wunderbar auf diesem Edelstahl hin und her und dichtet eben hier bei diesem O-Ring ab. Der O-Ring ist es auch nicht direkt bei der Kante, sondern der ist im inneren Bereich von diesem Kolben. Also das ist quasi eure Ansteuerung für diese Tappet Plate. Habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen. Die Tappet Plate sitzt hier unten in dieser Nut drin. Und da habt ihr eben ein bisschen Spiel. Und warum ihr da Spiel habt, das erkläre ich euch dann gleich. Zunächst aber mal wichtig, wenn eben der Druck sich aufbaut, dann wird diese Stange nach vorne gedrückt, der Druck fließt von hinten rein und fließt dann auch hier aus diesen kleinen Löchern raus in diese innere Druckkammer. Bedeutet, der Kolben oder dieser Piston wird nach vorne gedrückt, die starke Feder, die hier vorne drauf sitzt, wird komprimiert letztendlich. Und eure Nozzle oder eure Tappet Plate wird nach vorne geschoben und dichtet dann zum Hopper-Bucking ab. So, ihr habt also hier vom inneren Volumen, habt ihr diese kleine Kammer. Das ist wirklich, der bewegt sich nicht irgendwie komplett bis nach vorne, sondern das Ding bewegt sich wirklich nur vielleicht, keine Ahnung, 7 mm oder 8 mm, so weit, wie sich halt die Nozzle bewegt. Also der fährt nicht komplett vor, sondern macht wirklich nur diese kleine Bewegung innen drin. Mehr macht das Ding nicht. So, der fährt also nach vorne, die Nozzle fährt nach vorne, die Tappet Plate fährt nach vorne, Druck sammelt sich hier innen drin und gleichzeitig in dieser Stange innen drin, weil die ist auch komplett hohl, aber wie gesagt, die ist verklebt, möchte ich jetzt nicht nochmal öffnen. So, und dann habt ihr eben die Stange wiederum hier vorne in diesem Zylinder-Head drin sitzen. So, und hier dichtet das Ganze aber ab. Bedeutet, hier vorne ist eine kleine Dichtung drin. Ach, übrigens, genau, das wollte ich euch auch noch zeigen. Wartet mal. Ihr habt ja hier diese starke Feder drauf. So, und dafür ist eben auch hier vorne diese dicke Stahlscheibe vorhanden, damit die Feder nicht auf der Dichtung aufliegt, sondern die Feder wiederum drückt auf diese Stahlscheibe drauf. Und jetzt denkt ihr euch, ja, aber das drückt mir ja hier innen drin letztendlich den ganzen Gummi kaputt. Nein, denn letztendlich steckt es hier drin wiederum. Und wenn sich dann der Druck aufbaut, passiert nichts anderes, oder wenn das nach vorne fährt, passiert nichts anderes, wie dass die Last von dieser Feder auf dieser Stahlscheibe wiederum übertragen wird und sich dadurch diese Dichtung hier innen drin quasi anschmiegt oder ransaugt quasi, damit kein Druck nach hinten entweichen kann.
So, und das ist eh eine relativ abgespacede Dichtung. Die müssen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, da vorne drin. Die nehme ich mal raus. Na komm. So, die steckt hier vorne, also letztendlich einfach nur in diesem Adapterstück oder Zylinder-Head-Adapter, nenne ich es jetzt einfach mal. Die steckt da drin über so ein Nut- und Federsystem. Auch hier habt ihr schon gesehen, von der Passgenauigkeit wirklich sehr, sehr gut, richtig schön rangesaugt das Ganze. So, und wenn ihr euch die mal anschaut, die hat hier innen drin auch nochmal eine kleine Kammer und gleichzeitig aber auch im vorderen Bereich eine Wulst. So, und das kann ich euch jetzt nicht zeigen, ne? Kann ich das irgendwie umklappen? Nee, kann ich nicht. Warte, doch, so könnte man sie sehen. Ich weiß nicht, die ist auf jeden Fall, wie soll ich das sagen? Die hat so eine kleine Wulst nach innen oder nennen wir es einfach mal Versatz. Könnt ihr euch so vorstellen, dass es quasi innen offen ist und dann kommt hier wie so eine Art Wulst, wo es dicker ist. Und wenn sich dann der Druck innen drin aufbaut, dann drückt diese Wulst, dann quasi auch wiederum im vorderen Bereich gegen diese Fläche hier. Bedeutet, das Ding steckt so rum drin. Der Druck im Inneren der Dichtung baut sich auf. Dann drückt es wiederum die Dichtung vorne gegen diese Stange und hinten gegen die Stange, damit hier einfach absolut kein Druck irgendwie entweichen kann. Wie gesagt, ziemlich strange. So eine Dichtung habe ich bis jetzt auch noch nie gesehen. Wie gesagt, aber sehr, sehr gut umgesetzt, finde ich. Also hier von der Dichtung schon mal super. So, und wenn ihr jetzt abdrückt, jetzt habt ihr schon gesehen, ihr habt hier innen drin den Druck anstehen, ihr habt hier Druck anstehen. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir hier ja eine gewisse Fläche und hier lastet letztendlich der Druck drauf. Bedeutet, wenn der hier sich löst, schießt natürlich dieses Stahlteil schießt dann nach hinten ins Ventil quasi rein. Dann wiederum macht hier vorne das hier auf, bedeutet hier vorne fährt es dann nach hinten und öffnet diesen gesamten Auslass hier vorne. Bedeutet die gesamte Luft, die in der Dichtung innen drin ist, die in der Stange innen drin ist, entweicht euch oder platzt sozusagen und entweicht euch sofort nach vorne in die Nozzle rein und katapultiert eure BB ab. So, was passiert mit dem Rest? Denn das finde ich auch ein bisschen strange oder hat lang gedauert, bis ich das verstanden habe. Jetzt, wie gesagt, wenn der Druck natürlich jetzt weg ist, dann würde ja der hier sofort nach hinten fahren. So, und genau das tut er nicht. Warum ist es wichtig? Ich habe es euch vorhin gesagt, ihr habt hier unten Spiel drin. Jetzt nehmen wir mal an, das Ding würde sofort, die Luft würde sofort entweichen, dann würde natürlich auch die gesamte Tappet Plate sofort nach hinten gezogen werden. Und dann würde ja natürlich der ganze Druck irgendwo in die Hop-Up-Kammer reinblasen. So, und dementsprechend ist das hier ziemlich strange aufgebaut, muss ich sagen. Oder es funktioniert, aber wie gesagt, wie das jetzt genau vonstatten geht, ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall, wie ich mir das vorstelle oder wie mir das erklärt wurde. Jetzt geht der Druck, wie gesagt, aus der Dichtung, entweicht sofort nach vorne. Bedeutet, hier bläst der ganze Druck sofort ab. Alles, was hier innen drin ist, bläst sofort ab. Aber ihr habt natürlich hier innen drin, hinter dem Pisten, habt ihr auch noch ein kleines bisschen Druck und diese Feder. Daher hier aber diese kleinen Löcher drin sind, kann der Druck deutlich langsamer entweichen wie der Hauptdruck für die BB. Bedeutet, die Kugel wird abgeschossen, der Druck entweicht. Jetzt da drückt natürlich die Feder das Ding oder diesen Kolben nach hinten. Der setzt sich also in Bewegung. Und jetzt seht ihr aber, dass die Tappet Plate nicht sofort mitgenommen wird, sondern erst, wenn der so ca. 3 mm zurückgelegt hat, nimmt er dann später, wenn also der restliche Druck da ist, nimmt der quasi die Tappet Plate mit. So, die Tappet Plate wird aufgezogen, die nächste Kugel wird geladen und dann habt ihr eben wiederum diese Feder hier hinten, welche dann wiederum diesen inneren Kolben nach vorne transportiert oder schiebt und dann den Druck wieder nachfließen kann und das System letztendlich wieder gespannt wird oder unter Druck gesetzt wird. So, und ich hoffe, das war jetzt richtig erklärt. Also wie gesagt, ihr seht Leute, ich gebe mir wirklich Mühe, aber das ist halt alles auch noch recht neu für mich, ne? Also wie gesagt, hier auf jeden Fall wichtig vielleicht zu wissen, so wie es mir halt auch erklärt wurde, es wird extrem wenig Luft letztendlich für den Repetiervorgang sozusagen hergenommen, um eben so effizient wie möglich arbeiten zu können.
Wie gesagt, das schiebt, das entweicht aber langsamer, drückt die Stange nach hinten und alles andere wird komplett für den Schuss letztendlich hergenommen. Und dementsprechend haben sie halt eine sehr gute Effizienz mit diesem, obwohl es ein mechanisches System ist, erreicht. Also wenn man den Daten oder den Angaben von Begadi Glauben schenkt, dann kommt man da letztendlich oder bekommt man genauso viel Schuss letztendlich raus wie bei einem elektropneumatischen System, wo ihr einfach nur ein Elektroventil oder elektromagnetisches Ventil auf und zu macht. Wie gesagt, ein bisschen komplex noch, dementsprechend, wenn noch irgendwie oder wenn ich noch nach Informationen irgendwie bekomme oder ja, mir noch irgendwas auffällt, dann reiche ich vielleicht noch mal ein Video nach. Okay, also wir halten zunächst mal fest, oder was ist denn wichtig zu wissen? Erstmal, die gesamten Bauteile sind von der Qualität hervorragend. Also wirklich 1A. Egal, was ihr euch anschaut, diesen Pisten hier oder diesen Kolben, der müsste aus, das muss POM sein oder Delrin sein. Aus POM sehr, sehr leicht das Ganze. Hier aus Alu gefertigt, sitzt schön plan einmal auf diesem Edelstahl. Kern da letztendlich drauf. Das läuft oder gleitet wunderbar und leichtgängig, dichtet alles perfekt einmal ab. Auch die äußeren Bauteile, hier vorne dieser Übergang vom Zylinderhead sitzt hervorragend. Der Zylinderhead selbst sitzt perfekt einmal drin, dichtet sauber ab. Die Dichtung da vorne sitzt sauber dran. Also ich glaube, wir können festhalten, alle Bauteile von dieser Engine sind qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig ja, gefertigt letztendlich. Also auch hier nicht irgendwie jetzt irgendein Billigzeug baut aus Zinkguss oder so ein Mist, sondern wirklich komplett vollständig CNC gefertigt und auch nicht wie bei anderen Engines komplett aus Alu, sondern hier muss man sich halt auch überlegen, hier habt ihr ordentlich Edelstahl drin, ne? Also selbst wenn ihr andere Engines auseinanderbaut, die 500 € kosten, sucht da mal Edelstahl drin, findet ihr leider sehr, sehr selten. Also sehr gut umgesetzt, Qualität super, Materialzusammensetzung hervorragend, würde ich sagen. Okay, so, und jetzt machen wir weiter mit der Montage von dem Ding. Beginnen wir zunächst mal wieder mit dem hinteren Bauteil, mit dieser Vordruckkammer und mit dem Ventil. Habt ihr vorhin schon gesehen. Alles halt ein bisschen reinigen und fetten, falls irgendwie dreckig sein sollte. Ist ja noch fast neu, dementsprechend ist auch nicht dreckig oder so, dementsprechend baue ich es jetzt einfach mal wieder zusammen. Bitte das Ventil mit dem O-Ring tun wir hier hinten komplett bis Anschlag reinschieben. Dann schauen wir, dass das hier alles ausgerichtet ist und dass das Gewinde ausgerichtet ist. Das passt einwandfrei und dann können wir bereits hier oben diese Schraube wieder reinmachen. Und da eben, wie vorhin aufpassen, wie angesprochen, hier ist ein kleiner O-Ring, der ist bei mir noch drin. Sollte der bei euch nicht mehr drin sein, achtet halt drauf, da muss ein O-Ring rein. So, und daher das Ganze eben verklebt war, verklebe ich jetzt auch nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. So, ich mache einfach einen kleinen Tropfen Schraubensicherung rein, das sollte schon halten. So, und dann nehmen wir eben diese eine Edelstahlschraube und die schraubt man dann hier oben letztendlich rein. So, ziehen wir leicht fest, das müsste schon langen. So, und dann kann die Schraubensicherung ein bisschen anziehen. Okay, dann nehmen wir das ganze Teil und schieben es in den Zylinder rein. Bedeutet genau andersrum, also so rum rein und schieben es komplett bis hinten durch. Können wir dann nach hinten ziehen und richten es so aus, dass quasi das Langloch hier unten, wo später die Tabletplate drin läuft, letztendlich in einer Flucht ist mit der ganzen Ansteuerung oder da unten mit dieser planen Fläche. Ist aber relativ egal, ihr könnt es auch später, habe ich schon gesehen, wenn ihr es später in die Gearbox reinbaut oder wenn ihr die Tabletplate installieren wollt, dann könnt ihr das sogar verdrehen. Also ihr könnt es wunderschön in der Gearbox dann später ausrichten, damit es wirklich perfekt passt. Ist gerade bei der P90 wichtig, zeige ich euch vielleicht später, denn da müsst ihr das ein bisschen zur Seite wegdrehen, damit ihr die Tabletplate rausziehen könnt. Wie gesagt, zeige ich euch dann nochmal später. Also so, dann brauchen wir diese Feder, die kommt komplett da hinten rein. So, da schauen wir, dass die schön mittig ist. So, ganz hinten rein, schaut, dass sie schön drin ist. Dann nehmen wir diese Stange hier mit den ganzen O-Ringen drauf. Ah ja, genau. Begadi meinte nach dem Langzeittest von ihnen, jetzt wartet mal, welcher soll das sein? Der hintere, der da genau. Also der O-Ring hier ist bei Begadi nach 120.000 Schuss verschlissen gewesen. Ja gut, 120.000 Schuss, keine Ahnung. 5 Jahre oder so? Okay, gut. Also achtet halt auf den O-Ring. Vielleicht braucht ihr irgendwann nach 3 Jahren mal einen neuen.
So, und dann schieben wir das Ding komplett einmal so rein, richten es schön aus, so, drücken es komplett nach hinten, genau, und das ist dann letztendlich hier innen drin gefedert. Seht ihr das? So, also diese Stange innen drin gefedert, dann können wir bereits den Pisten reinschieben. Quasi so, also mit dem O-Ring nach hinten, einmal so rein. Dann die große Feder, die stülpen wir einfach einmal drüber. Dann ein Zylinderhead, da ist die Dichtung drin, dann brauchen wir diesen Stahlring oder diese Stahlscheibe. Und dann schrauben wir das einfach zusammen. Ja, wird schon passen. So, schrauben wir schön fest, damit es hier schön plan und bündig ist. Ach genau, falls das, Mensch, das habe ich jetzt voll vergessen, falls ihr hier auf der Engine ist ganz klein drauf geschrieben, 6 bis 10 Bar, soll ich euch von Begadi sagen, das stimmt nicht mehr. Bedeutet, wo sie damals angefangen haben, die Engine irgendwie zu konstruieren oder halt zu bauen, war sie mal ausgelegt bis 10 Bar. Jetzt geht sie aber locker bis 12 Bar. Also wie gesagt, könnt ihr letztendlich, diese Angabe sollt ihr letztendlich ignorieren. Okay, somit angesprochen. So, jetzt ist es so fertig. Dann können wir vorne letztendlich ganz normal einen Zylinderhead draufstopfen mit der Nozzle. Und hier, genau, hier müsst ihr aufpassen. Die Länge des Zylinderheads muss zu der inneren Länge von dem Adapter passen. Bedeutet, das Ding hier da vorne, dieses grüne Adapterteil da, dieser Zylinderhead, der wiederum ist ausgelegt für diese Art Zylinderheads von Begadi. Also mit einem großen Sorbopad. Bedeutet, wenn ihr den Zylinderhead da reinsteckt, nach hinten drückt, seht ihr, dass das hier eine Flucht ist oder dass die Kante hier identisch ist. Wenn ihr jetzt einen anderen Zylinder hernehmt, einen SHS oder keine Ahnung was, und ohne großes Sorbopad, dann könnte es sein, dass ihr diesen weiter nach hinten reindrücken könnt. Und dann meint Begadi, dann funktioniert das Ganze nicht, denn ihr verliert Energie, denn euch wird es den Zylinderhead ein bisschen nach vorne drücken und es sammelt sich dann quasi hinter dem Zylinderhead beim Schuss, sammelt sich dann ziemlich viel Energie oder viel Luft. Bedeutet, der Zylinderhead muss dann immer schön press drin sitzen. So, ihr seht jetzt, da ist bei der SR25 ist hier hinten so eine Stahlscheibe drin oder so ein Abstandshalter. So, und hier diese Abstandshalter, die soll es auch noch irgendwie extra geben. Bedeutet, wenn ihr mal einen anderen Zylinderhead unbedingt benötigt, dann könnt ihr das nämlich über diese Spacer oder über diese Stahlringe, könnt ihr das dann quasi ja einstellen oder einschimmen, damit der Zylinderhead wirklich perfekt einmal passt. Wie gesagt, hier bei der SR25 ist halt jetzt so ein dünner Ring da innen drin. Müssen wir dann bei der P90 nochmal gucken. Ich glaube, da ist aber keiner drin. Und da ist ein Standard Cyma-Zylinderhead drin. Okay, so, der vorne drauf. Ich laber ein bisschen viel, fällt mir gerade auf. Dann können wir gleich mit dem Teil hier weitermachen, also mit diesem Abzugsgehäuse. Das muss, wie gesagt, das muss hier drunter geschoben werden, unter den Zylinder mit der Kante, dass es nicht abhauen kann. So, und dann ist es wiederum in einer Flucht hier hinten mit dem Edelstahlgewinde vom Ventil innen drin. So, auch hier war Schraubensicherung drauf, dementsprechend mache ich das auch wieder. Da einen kleinen Tropfen mal rein. Und eben wieder auf den O-Ring aufpassen, der ist eben bei mir jetzt hier auf der Schraube noch mit drauf. Hier ist der O-Ring drauf, dementsprechend den lassen wir da jetzt einfach drauf und dann schrauben wir das Ganze leicht fest. So, ziehen wir ein bisschen, nicht übertreiben, sonst könnten wir den O-Ring vielleicht kaputt machen. Langt das schon? Ja, das langt schon. Also wie gesagt, braucht ihr nicht zuknallen wie so ein Weltmeister, sonst könnte der vielleicht den O-Ring irgendwie zerreißen oder so. Muss er letztendlich nur abdichten, also macht's handfest zu und fertig. Okay, dann macht man weiter mit dem Sear. Das ist dann das Teil hier. Und der muss jetzt eben hier oben wieder innen drin an der Stange einhaken. So, bedeutet, der gehört dann so rum da rein. Wie habe ich ihn denn da rausgebracht? Ah, ja, okay, passt. So, und der muss eben jetzt ausgerichtet werden, so weit hoch, so passt er schon. Genau, so weit hoch wie möglich. Und dann eben mit dem Stahlbolzen hier einmal gesichert werden, beziehungsweise eingepresst werden. So, jetzt brauchen wir was zum Klopfen. Und dann klopfen wir diesen Stahlpin letztendlich wieder in das Loch rein.
So, schauen, so weit brauchen wir gar nicht, bis er halt hier irgendwie bündig ist. Na, das fühlt sich gut an, das wird schon so passen. So, dann brauchen wir den Disconnector oder diesen Trigger hier. Da brauchen wir die Feder, die kommt auf die Seite hier, ist auch extra so eine Aussparung und so eine, kann man das im Video erkennen, wartet mal, seht ihr das ein bisschen? Da ist extra, oder das Ding ist extra so gefräst, dass hier die Feder reinpasst. Warte, ich zeige es euch mal, schaut mal, die liegt da perfekt. Die liegt da perfekt einmal drin. Also einfach so die Feder drauf nehmen, dann stecken wir das auf den Stahlpin und dann klappen wir die Feder einfach um, damit die quasi am Gehäuse unten einhakt. Und dann drücken wir das Ding runter. So, und dann müssen wir schauen, dass es schön bündig unten ist. Genau, das passt so. Halten wir uns ein bisschen fest, oder ich halte es ein bisschen fest, damit es nicht raushupfen kann. Dann nehmen wir das Teil hier, das legen wir einfach da unten rein in die Führung. Quasi so. Und dann machen wir einfach die Abdeckung drauf. So, dann müssen wir gucken. Ach, guck mal, das passt schon alles. Ach, schön bündig, einwandfrei. Auch hier, ne, von der Qualität. Aufs Zehntel genau, hier oben sauber, die Pins alle sauber. Okay, machen wir die Edelstahlschräubchen rein. Und dann müssen wir kontrollieren, dass das alles schön leichtgängig geht. Die Schrauben soll man auch nur leicht handfest machen, also auch hier nicht übertreiben. Einfach normal handfest zudrehen. Und dann eben kontrollieren, das Teil hier muss leichtgängig sein, also was hier so federn kann hier hinten drin. Seht ihr, das läuft einwandfrei bei mir. Und der Schieber muss eben leichtgängig gehen. Aber das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Der gleitet da innen drin butterweich. Also das funktioniert wirklich klasse. Ach, das hier finde ich auch noch interessant. Kann ich noch ein bisschen ranzoomen? So seht ihr das vielleicht. Das hier ist auch sehr interessant umgesetzt. Ihr habt hier in diesem Edelstahlteil da hinten drin so eine Art Druckplatte oder Druckschieber, nenne ich es einfach mal. Und der ist auch gefedert. Bedeutet, wenn ihr nach vorne oder wenn ihr den Schuss bricht und es fährt nach vorne, seht ihr, dann wird das Teil da nach oben gedrückt, damit der Schuss sich lösen kann. Wenn das aber jetzt nach hinten fährt, dann rutscht dieses innere Teil, quasi nach unten, und rutscht dann über diese Kante drüber. Also das ist auch irgendwie ziemlich strange, aber hey, es funktioniert echt mega. Vielleicht können wir uns das bei der P90 nochmal genauer anschauen. Wie gesagt, das ist irgendwie so ein gefedertes Teil da innen drin. Okay, so, dann Druckluftanschluss, je nachdem, wo dann halt braucht. Brauchen wir den verkleben? Nö. Ist ja auch ein O-Ring übrigens noch dran, ne? Und den schrauben wir jetzt einfach da rein. So, nehmt einen Gabelschlüssel, ich nehme die Zange. So, auch hier braucht man nicht übertreiben. Wie gesagt, dann ist noch ein O-Ring zwischendrin. Gut handfest zu, am besten mit dem Gabelschlüssel. Und dann sitzt der Druckluftanschluss da hinten wieder dran. So, dann eben die Tappet-Plate. Da müsst ihr gucken, bei der, war das die AK? Ich glaube, bei der AK war hier auf der Tappet-Plate nochmal ein O-Ring aufgezogen in dieser Nut. War jetzt hier aber bei dem Modell nicht. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob der vergessen würde, ob der reingehört, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, passt auf, wenn ihr es auseinanderbaut und da ist ein O-Ring drauf, dann sollt ihr dann halt wieder drauf machen. Ob man den jetzt unbedingt braucht oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Das Ding funktioniert astrein. Dementsprechend gehe ich davon aus, nee, braucht man nicht. Vor allem, was ich mir vorstelle, wenn hier dieser O-Ring, ich meine, das ist ein bisschen ein Ausgleich. Denn wenn ihr hierher schaut, jetzt bei dieser SR25, weil es mir gerade aufgefallen ist, wo ich das draufgeschoben habe, wenn ihr hier mal herschaut, da passt die Tappet Plate, passt hier letztendlich perfekt mit dem Zylinderhead. Bedeutet, wenn ich das einhake, dann wird es wirklich die Nozzle vollständig nach hinten gezogen. Seht ihr das? Habe ich euch vorhin schon gezeigt, das ist wunderbar bündig. Jetzt kann es vielleicht natürlich sein, bei einer V3 Gearbox mit einem anderen Zylinderhead oder so, dass man vielleicht hier ein bisschen Spiel oder Luft drin hat. Und ich denke, diese Luft, das gleichen sie wahrscheinlich aus mit einem O-Ring. Also wie gesagt, merkt euch einfach, wenn ein O-Ring drauf ist, dann macht ihn wieder drauf. Wenn keiner drauf ist, dann braucht er auch nicht. Denn es wäre mir jetzt auch hier in diesem Modell nicht möglich, einen O-Ring drauf zu machen. Denn wie gesagt, die Tappet Plate ist bereits bündig innen drin am Pisten dran und ich habe eben kein Spiel mehr drauf.
Ach nee, jetzt habe ich den Ring vergessen. Okay, wenn ihr eine SR25 habt, dann müsst ihr jetzt letztendlich den Druckluftanschluss nochmal wegschrauben und den Ring hinten drauf installieren. So, jetzt sitzt der Ring da wieder sauber drauf und dementsprechend kann man das Ganze ganz easy jetzt wieder letztendlich in der Gearbox verbauen oder reinzimmern. So, quasi einmal die ganze Engine einfach nur in die Gearbox reinschauen, dass der Zylinderheader vorne sauber drin ist. Der Ring übrigens, der presst das alles unheimlich schön rein, ne? Wenn ihr von der Seite mal drauf schaut. Das ist komplett plan, ne? Also hier vorne ist es gut, hier hinten ist es gut. Der Durchmesser passt. Also die Engine selbst sitzt in der Gearbox oder in der Shell wirklich hervorragend drin, muss man sagen. So, und dann müssen wir den Abzug noch einhaken. Ganz normaler SAEG-Abzug. Und der wird einfach nur hier an diesem Stahlteil ja arretiert. Bedeutet, ganz normal installieren, Feder drunter, bisschen reindrücken in das Loch, wenn man was sieht. Und dann hier einhaken. Und wie gesagt, das ist jetzt dann letztendlich euer Abzug. Normalerweise steht er dann ungefähr so und ihr drückt wirklich nur, diesen kleinen Weg letztendlich dann, um das System zu lösen oder halt zu schießen. Gut, dann brauchen wir wieder einen Schlauch. Den ziehen wir uns von unten in die Gearbox rein und schauen, dass wir den schön in diese Kupplung oder in diese Schnellkupplung einfach reinquetschen oder ordentlich reindrücken. So, wie vorhin schon angesprochen, ganz normaler Anschluss bedeutet auch, wenn euch mal der Schlauch irgendwie kaputt gehen sollte oder wenn er irgendwo eine Macke kriegt oder keine Ahnung, einfach da hochdrücken, rausziehen, neuen reinklipsen, fertig. Ihr braucht keine speziellen Schläuche oder sonstiges, sondern es ist eine ganz normale pneumatische Kupplung. Bekommt ihr auch, glaube ich, von Festo oder sowas. Okidoki, so, Gehäuse oder Gearbox wieder zusammen machen und das soll es mit der SR25 bereits gewesen sein. Eine kleine Ergänzung noch, die mir aufgefallen ist, gerade beim Montieren, warum ich das auch ziemlich geil finde mit diesem Close-Bolt-System und mit der Nozzle. Jetzt nehmen wir mal an, ihr tauscht irgendwie eine Hop-Up-Kammer, eine Neptun und wollt einfach mal kontrollieren, ob die Nozzle-Länge denn überhaupt zu eurem Bucking passt. So, was macht ihr? Ihr gebt auf das ganze System einfach einmal Druck drauf. Zack, die Nozzle fährt komplett in die vorderste Schussposition. Jetzt nehmt ihr einfach eure Hop-Up-Kammer, steckt die von vorne dagegen und schaut, dass hier die Nozzle ganz leicht aus Bucking drauf drückt. Und es passt hier hervorragend. Und dementsprechend könnt ihr hier sehr, sehr schnell und sehr einfach kontrollieren, ob die Nozzle die entsprechende korrekte Länge hat. Oh, ich habe meinen Spickzettel runtergeschossen. Macht schon Spaß. Also schauen wir uns das ganze System bei der P90 auch noch kurz an. Wen jetzt eine P90 nicht interessiert, der kann jetzt dieses Kapitel auch letztendlich überspringen, denn wie schon angesprochen, die Engine ist exakt identisch. Nur das Abzugssystem, die Tappet Plate, der Zylinderhead und der Schlauchanschluss weichen halt bei der P90 wie auch bei der AK oder vielleicht auch G36 wahrscheinlich, weicht das Ganze halt dann ein bisschen ab. Also, wie gesagt, wir schauen uns das nur bei der P90 an, denn die hat eben hier vorne nochmal dieses spezielle Abzugssystem, was die anderen Modelle eben nicht haben. Dementsprechend nehmen wir es mal kurz auseinander. So, da. Vielleicht zunächst, wer sich dafür interessiert, ich weiß nicht, ob ich es bei den Waffen dann schon angesprochen habe oder im anderen Teil von dem HPA-System. Bei der P90, die Schlauchverlegung ist recht cool. Das haben sie sauber umgesetzt, bedeutet hier unten, seht ihr, da haben sie in den Motorkäfig haben sie ein großes Loch reingeballert. Das ist auch alles sauber entgradet, auch von innen, dass der Schlauch da nicht irgendwie einreißen kann oder so, also schön entgradet. Und dann läuft der Schlauch hier hinten aus der Engine raus in einem schönen großen Radius, also dass er nicht geknickt wird, so runter und hier unten dann wieder in einem kleinen Radius. Quasi so liegt dann der Schlauch später in der Knifte drin. Wie gesagt, schön entgradet alles und kann nicht irgendwie gequetscht oder geknickt werden. So, und jetzt hat man eben bei dem Modell hier vorne dieses spezielle Abzugssystem. Da seht ihr, dass der ganze Block hier vorne eben zusätzlich noch dazugekommen ist. Das wird zunächst mal an der Gearbox mit den Originalschrauben dran befestigt und dann habt ihr hier noch so eine große Edelstahlschraube. Und wenn ihr diese einmal löst, dann könnt ihr eben diese ganze Abdeckung oder das ganze System öffnen. So, auch hier schön geschmiert, alles schön gefettet, auch vollständig CNC gefertigt, müsst ihr auch
Müsste auch 7075 Alu sein, kennt man ja von Begadi eigentlich. Also gutes Aluminium, kein Billig-Alu. Dann seht ihr hier diesen Hebel, der ist aus Edelstahl. Hier eine kleine Feder drin und dann kommt letztendlich hier nochmal so eine Art Abzugstange aus der Gearbox raus. Bedeutet, wenn wir die Gearbox jetzt einmal öffnen, dann seht ihr, dass die Umsetzung ähnlich ist. Bedeutet, auch hier habt ihr dieses Abzugssystem dran, was wir uns jetzt bei der SR25 schon angeschaut haben. Aber dieses Edelstahlteil hier ist eben jetzt anders. Bedeutet, das zieht sich nach vorne durch. Dann habt ihr hier nochmal 2 Schrauben drin, geht hier an diese dicke Abzugstange und die wiederum an diesen Edelstahlhebel. Und wenn ihr dann quasi vorne an der P90 drückt, dann wird der Druck direkt auf diesen Hebel umgeleitet und ihr bewegt entsprechend über den Hebel wiederum hinten das Abzugssystem. Und auch hier ist das Ganze komplett spielfrei. Also ihr habt hier nicht irgendwie recht viel Spiel im Abzug, dass der irgendwie schwammig oder schwabbelig ist, sondern der ist genauso direkt wie letztendlich bei der SR25 oder wie bei der AK oder wie auch bei der V2 bei der Nova. Also ihr habt einen schönen definierten Druckpunkt, ihr macht Klick, Batsch, der Schuss bricht. Also deutlich schöner, muss ich sagen, wie bei der AEG-Version. Da ist der eher, auch wenn man da einen Mikrotaster drin habt, habt ihr dennoch bei der P90 ein bisschen Spiel in diesem Kunststoffabzug vorne. Und das ist bei der HPA-Version eben nicht der Fall. So, und dann seht ihr, das Ganze ist ebenfalls aufgehängt an so einem dicken Stahlpin oder Stahlbolzen. Dann habt ihr hier nochmal so eine kleine Feder. Auch die wird schön arretiert, hier extra so eine kleine Fräsung rein, dass die Feder da sauber drin liegt. Diese Abzugsdinger hier oder der da halt rauskommt, der hat hier vorne nochmal so ein kleines Loch, dass die Feder sauber geführt wird. Und wie gesagt, der Rest ist dann hier eben die Hauptengine, ist dann letztendlich Standard. Ach, hier haben sie dann übrigens, wo das Ding hier rauskommt, dieses Abzugsgestänge, da haben sie ein Stück rausgefräst letztendlich von der Gearbox, damit es da sauber rauslaufen kann. Auch das ist schön umgesetzt, auch schön entgradet, also nicht irgendwie ein Grat dran gelassen oder sowas. Einmal Pfiffi. Und dann habt ihr eben hier die Hauptengine. Und vorhin schon gesagt, das ist alles exakt identisch. Nur der Anschluss geht jetzt eben hinten raus, nicht hier unten. Dann habt ihr eben vorne jetzt eine spezielle Tabbet Plate. Das ist jetzt die V6 Tabbet Plate, das steht sogar drauf. Alles ein bisschen schmierig noch. V6 Tabbet Plate und die würdet ihr jetzt eben so nicht wegbekommen. Das heißt, die bleibt euch hängen. Jetzt aber der Vorteil, man kann das Ganze einfach mit ein bisschen Kraft, ein bisschen rotieren und dann könnt ihr die Tabbet Plate einfach abziehen. So, und hier haben wir eben den Fall, dass dieses Modell hier so einen O-Ring drauf hat. Wie bei der SR25 schon angesprochen. Ist einer drauf, Lasten drauf, wenn keiner drauf ist, Lasten weg. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das hängt ein bisschen mit dem Zylinderhead und mit der Gesamtlänge irgendwie ein bisschen zusammen. Oder auch mit der Nozzle, je nachdem. Wie gesagt, das ist jetzt eine spezielle V6 Tabbet Plate, seht ihr auch nach vorne kleines bisschen länger. Und im inneren Bereich ist dann eben der Standard Syma Zylinderhead und in Kombination von der Begadi Nozzle mit 20 mm. Also auch hier der Original-Zylinderhead einfach übernommen, würde auch nicht irgendwie nochmal unterlegt, also ohne Pufferscheibe oder ohne Zwischenlagscheibe, aber von der Länge her passt es wunderbar. Bedeutet, wenn man sich das auch anschaut, den Zylinderhead ganz nach hinten presst, ergibt es eine bündige Einheit hier vorne. Wie vorhin schon angesprochen, würde man den Zylinderhead reinstecken und der sitzt zu weit drin, dann müsste man den irgendwie hinterlegen oder unterlegen, damit er ein bisschen weiter vorkommt. Also der muss immer schön press drin sein, damit das alles ordentlich ausgerichtet ist. Wie gesagt, auch hier einfach cool gemacht. Ich feiere das immer noch hier mit den originalen Zylinderheads und mit den Nozzeln. Das haben sie einfach mega gemacht. Und dementsprechend, wer sich einfach auch im AEG-Bereich schon ein bisschen auskennt, was Nozzellänge angeht, bei Hop-Up-Kammern und so, ja gut, mache ich die Nozzle runter, mache eine andere drauf, wenn's pressiert oder wenn es sein muss. Also auch hier mega und auch das Abzugssystem, da sieht man auch wieder nicht irgendwie Geld gespart, nichts Billiges irgendwie mit so einem dünnen Stahldraht oder so nach vorne, sondern richtig schön massiv da unten so ein ganzes Abzugssystem drauf geballert. Und auch das läuft genauso smooth und leichtgängig wie bei der SR25 oder bei den anderen Modellen. Also jedes Abzugssystem ist einfach von der Qualität, von der Materialqualität, von der Umsetzung
wirklich tipptopp. Also richtig, richtig klasse. Und das alles für den doch sehr, sehr günstigen Preis, muss man sagen. So, und auch in der P90, wie bei allen anderen Modellen, die ich jetzt aufgemacht habe, die Ausrichtung, das Alignment oder die Passgenauigkeit in der Gearbox ist wirklich perfekt. Also das hätten sie nicht besser machen können. Schaut euch das an. Die ganze Engine sitzt komplett plan und bündig in der Gearbox drin. Die kann nicht rumwackeln, die kann nicht vor, nicht zurück, die kann nicht hin und her wackeln, sondern die wird einfach zu 100% perfekt in der Gearbox geführt und gehalten. Und das eben auch, wenn man damals schon 12 Bar reinballert in das Ding und abdrückt, wenn der Druck vorne reingeht in den Zylinderhead, da geht nichts raus, das geht komplett alles durch die Nozzle raus, weil es einfach perfekt drin sitzt. Also Hut ab, Respekt, das haben sie wirklich, würde ich sagen, echt richtig gut umgesetzt. Klasse. Ein Punkt ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, wo ich es wieder zusammengebaut habe. Hier vorne ist noch ein Loch drin. Da war jetzt standardmäßig keine Schraube drin, nix. Ich gehe aber davon aus, in der PDB-Liste war auch die, wie heißt sie, die Tommy Gun oder ja, diese Tommy drin von Syma. Ich meine, die hat ja auch eine V6 und ich meine, das ist letztendlich dann für die Tommy Gun das Loch. Vermutlich machen sie dann da einen anderen Hebel rein oder sowas. Wie gesagt, denn sonst ergibt sich hier, ja, wie gesagt, bei der P90 ergibt sich mir das nicht, warum hier ein Loch drin sein sollte. Wie gesagt, muss man dann gucken, wenn das Zeug bei Begadi online ist. Ich meine, das ist für die Tommy. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. So, Leute, jetzt habe ich kurzerhand die AK auch noch für euch aufgemacht, denn hier ist mir jetzt gerade noch ein Trick eingefallen oder ja, ein sehr alter Trick eigentlich eingefallen, wie man den Abzug noch verbessern könnte. Ich habe es euch vorhin ja schon gesagt, im Vergleich zu den anderen Modellen hat die AK ein bisschen mehr Spiel im Abzug drin. So, und jetzt ist es aber kein Problem, oder es liegt jetzt nicht an dieser Abzugsmechanik hier oder an diesem Abzugsschieber von Begadi, sondern es liegt an diesem Umlenkhebel. Bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, das ist ja letztendlich der Original Syma Abzug, genauso wie dieser, ja, wie gesagt, dieser Umlenker hier innen drin, der halt da hochfährt. Seht ihr? Das Teil hier. So, und wenn ihr hier herschaut, bevor ihr überhaupt mal auf das Abzugssystem draufkommt oder auf diesen Schieber, habt ihr hier mindestens oder locker 1,5 mm Luft schon mal im Abzug, bevor überhaupt die Kraft auf diesen Schieber übertragen wird. So, und wie gesagt, das erinnert mich an einen sehr, sehr alten Trick. Alte Hasen von euch werden das Ganze natürlich auch noch kennen. Wir gehen jetzt einfach her. Abzug lassen wir am besten drin, weil der ist immer ein bisschen nervig wieder zum Installieren mit der Feder. Und machen mal diesen Umlenker hier raus. Der steckt also quasi einfach nur da hinten drauf auf dem Abzug da hinten. Und der lenkt dann quasi einfach um und die Kraft wird dann auf diesen Schieber übertragen. So, und um dieses Spiel zu beseitigen, ich glaube bei Switch Assemblies haben wir das früher auch gemacht, seht ihr hier innen drin diese große Fläche. So, und jetzt müsst ihr hier einfach was reinkleben, um hier einfach das Spiel ein bisschen auszugleichen. Bedeutet, ihr nehmt am besten so eine Blisterverpackung her oder einfach so eine Folienverpackung, zum Beispiel von der Feder, also irgendwas, was halt ein bisschen hart ist, was ein bisschen Widerstand hat, aber was halt auch nicht so rau ist. Dann schneidet ihr euch einfach, kann man wahrscheinlich schlecht erkennen, aber hier, da schneidet euch einfach so ein kleines Stück raus, was genau hier innen reinpasst letztendlich. Und dann nehmt ihr ein bisschen Sekundenkleber und klebt das Ding da einfach rein. Und dann habt ihr weniger Spiel im Abzug. So rum gehört's rein. Bedeutet, das machen wir am besten mit der Pinzette. So, nehmen wir Pinzette her. Dann, jetzt ist es wieder, wie rum gehört's jetzt rein? So rum? Ja, so rum gehört's rein. So, also, dann nehmen wir uns die Pinzette. Die war auch schon mal besser. Und nehmen wir uns einen Tropfen Sekundenkleber. Tun uns hier einen kleinen Tropfen Sekundenkleber unten reinschmieren. Nicht zu viel, nicht übertreiben, kleinen Tropfen. Und dann schaut er halt, dass er den ein bisschen verteilt bekommt. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen die Pinzette, schmiere den da innen drin ein bisschen hin und her, dass die ganze Fläche ein bisschen mit Sekundenkleber voll ist. Dann nehme ich das Blättchen und installiere dieses, wenn es rein möchte, hier innen drin. So, drückt es schön runter auf den Sekundenkleber drauf. Und ihr wisst ja, Sekundenkleber härtet durch Druck aus. Außer ihr habt einen Aktivator, könnt ihr natürlich auch machen. Ansonsten einfach schön draufdrücken, bis der Sekundenkleber letztendlich gehärtet ist. So, und wenn ihr euch das dann anschaut, dann könnt ihr da von mir aus noch hergehen, könnt auch noch ein wenig Fett reinschmieren, da innen rein, damit die Umlenkung da ein bisschen geschmiert ist. Aber wenn ihr euch das jetzt eben mal anschaut, wenn wir jetzt das ausgeglichen haben und das Ganze wieder hier reinsetzen,
So, dann knallen wir da die zweite Gearbox-Seite mal noch drauf. Dann haben wir hier einfach deutlich weniger Spiel jetzt drin. So, jetzt da, schaut mal. Seht ihr das? Man könnte vielleicht sogar noch mal ein kleines bisschen was, naja, obwohl, nee. Aber jetzt hat man deutlich weniger, seht ihr das? Wir sind deutlich schneller an diesem Schieber dran und haben dementsprechend locker noch mal 1,5 mm Spiel bei diesem V3-System vom Weg her reduziert. Also hier, wie gesagt, ein kleiner Tipp, aber halt aufpassen, wenn das aufmacht. Wie gesagt, Gewährleistung muss jeder immer für sich entscheiden, wem das wichtig ist. Ansonsten V3-System ist genauso. Auch hier oben haben sie wieder diese Main Engine oder diese Engine halt da drin. Diese HPA-Engine, Schlauchanschluss ist hier bei der AK natürlich unten raus. Der Schieber hier weicht ein bisschen ab. Bedeutet, ihr seht da bei der AK, also das Stahlteil hier aus Edelstahl, wo quasi den Abzug aufnimmt. Das hier ist anders. Da hinten ist es dann wiederum exakt identisch. Dann ist hier vorne noch so eine kleine Feder drauf, die quasi diesen Schieber zurücknimmt. Die Tabletplate ist eine V3, steht zumindest unten drauf. V3 Tabletplate und der Zylinderhead ist ein. Nee, das ist nicht mal ein Begadi, wartet mal, das müsste ein Original Syma sein, oder? Ja, das ist ein Syma. Also Zylinderhead ist ja bei der V3 kein Begadi Zylinderhead, sondern es ist ein ganz normaler von Syma aus Alu. Aber ist ja egal, der passt da wunderbar dazu. Nozzle haben sie eine andere rein, das ist eine ganz normale 19,7 mm Begadi Nozzle und die läuft einwandfrei auf dem Original Syma Zylinderhead. Okay, ansonsten ist, wie gesagt, von der technischen Seite alles exakt identisch. Ach so, da ist noch ein O-Ring drauf übrigens. So Leute, und abschließend noch ein kleiner Punkt, den habe ich, glaube ich, im Teil 1 gar nicht erklärt oder angesprochen. Ihr bekommt ja bei Begadi jetzt eben auch diese sehr preisgünstigen und guten Regulatoren, muss man sagen. Könnt ihr eben bei HPA oder CO2 verwenden. Ist also so beides kompatibel. Ihr könnt die Dinger letztendlich auf eine ganz normale HPA-Flasche draufschrauben, könnt ihr HPA spielen. Und dann ist da eben immer so ein Adapter noch mit dabei, wo ihr dann das Ganze eben auch auf eine CO2-Flasche aufschrauben könnt oder auf so eine SodaStream-Flasche. So, und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Hier ist eben der Typhoon-Regulator von Begadi. Kostet übrigens ein Regulator 80 €. Also keine 160, keine 230, sondern 80 €. Das ist in Ordnung. Beide haben einen Tournament-Lock und beide haben eben auch diese Adapter dabei. Bedeutet, hier seht ihr, bei dem Typhoon ist der Adapter bereits aufgeschraubt. Also der wäre jetzt für CO2 letztendlich. Und bei diesem Hurricane, der ist jetzt so, wie er aktuell ist, für eine HPA-Flasche gedacht. Also einfach aufschrauben, oben Energie einstellen, auch Tournament-Lock, pipapo. Wenn ihr aber jetzt sagt, ja, ich möchte das Ding für CO2 verwenden, dann habt ihr eben in diesem kleinen Päckchen überall oder halt bei beiden immer so Adapter dabei. Jetzt in dem Fall wäre das halt der hier. Seht ihr, da ist auch extra nochmal so eine Druckanzeige dran, dass ihr dann quasi auch sehen könnt, wann wird jetzt denn die CO2-Flasche leer, wie viel Druck habe ich noch drauf. Im Regelfall 60 Bar auf einer CO2-Flasche. Wenn sie dann leer wird, seht ihr, dass er langsam abfällt, der Druck. Also wie gesagt, könnt ihr direkt hier über dieses Manometer erkennen. So, und dann müsst ihr letztendlich, da brauchen wir noch den Ring dafür, um das Ganze dann später locken zu können. Da ist so ein Ring dabei, genau, das ist jetzt der hier. Und da muss ich selber mal gucken, wie das funktioniert. Der muss quasi hier drauf, der Ring, genauso wie bei den anderen auch. Ach, da braucht man einen Schraubendreher. So, jetzt da brauchen wir einen Zweier-Inbus und dann lösen wir erstmal hier seitlich an diesem Klemmring diese zwei Gewindestifte. Müssen wir nicht ganz rausschrauben, bisschen raus einfach, sondern passt der nur in einer Position drauf. So. Und das ist wie so eine Art Sperrring, kann man eigentlich sagen. Bedeutet, man nimmt einfach das her, dann schraubt man letztendlich diesen ganzen CO2-Adapter da unten dagegen. Schön zusammen. Und wenn es dann nicht mehr weitergeht, so weit zurück, bis dieser Sperrring hier unten arretieren kann. Seht ihr? Den könnt ihr dann runtersliden. Dann zieht er wieder fest über diese zwei Schräubchen. Und dann ist das Ganze gelockt. Bedeutet, er kann sich auch nicht mehr verdrehen da unten, weil er eben fest mit dem oberen Teil über diesen Ring verbunden ist. Also auch wenn ihr das Ding auf die Flasche draufschraubt oder auf den Zylinder draufschraubt und wieder abschraubt, das kann sich eben nicht in sich verdrehen oder sowas. Also finde ich cool umgesetzt und wie gesagt vom Preis her einmal Pfiffi. Nur eben im Vergleich zu dem Storm, was ich noch da habe von Wolverine, ist er minimals größer. Bedeutet, wenn man sich das mal anschaut, wir können es vielleicht sogar mal kurz vergleichen. So, mal kurz hergeholt. Das ist eben der kleine Storm letztendlich. Und wenn ihr euch das mal anschaut,
Der Storm ist natürlich nochmal um einiges kompakter. Wenn man sich aber halt den Preis überlegt, was kostet jetzt 230, 240, 280, keine Ahnung, zu 80 Euro. Ja gut, wie gesagt, müsst ihr entscheiden. Also wie gesagt, aber der Storm ist deutlich kleiner. Von der Durchflussmenge, von der Energie, was sie liefern, sind die Regulatoren, egal welchen ihr da verwendet, exakt 1:1 identisch. Also macht absolut keinen Unterschied. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Sind wir durch mit diesen beiden Teilen von diesem Bugatti HPA-System. Und wie ganz am Anfang angesprochen, an Teil 1, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ich habe versucht, so viel wie möglich selbst herauszufinden. Was ich nicht ganz verstanden habe, habe ich dann bei Bugatti nachgefragt, damit ich hier wirklich alles so gut wie möglich euch letztendlich erklären kann. Denn das ist für mich natürlich auch alles Neuland. Sollte sich jetzt im Nachgang irgendwas ergeben, wo was vielleicht nicht ganz so richtig erklärt wurde oder vielleicht sogar falsch erklärt wurde, dann werde ich vielleicht nochmal einen Teil 3 machen oder vielleicht gibt es irgendwann in naher Zukunft ein interessantes Airsoft-Modell als HPA, was wir uns zusammen mal anschauen sollten. Dann ergänze ich das einfach nochmal in diesem Video dann. Ansonsten, das soll es gewesen sein. Ich denke, wie gesagt, ich habe es meist ja angesprochen. Ist jetzt noch irgendwas unklar? Habe ich was schlecht erklärt oder habe ich einfach wieder viel zu schnell geschwätzt? Dann gerne einmal Kommentarfeld unten nutzen. Ich versuche es euch dann nochmal ein bisschen näher zu bringen. Ansonsten egal, eure Meinung, whatever, kommentiert es einfach, haut alles drunter und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich super drüber freuen und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche zum IWA-Video. Bis dahin, haut rein!